Wir sind Christopher und Andrea. Noch reisen wir mit einem Allrad-LKW durch die Welt, aber wir planen, das Land zu verlassen und uns in das Abenteuer Segelboot zu stürzen. Früher als gedacht bekommen wir die Möglichkeit, etwas Segelerfahrung zu sammeln. Es geht also aufs Wasser, genauer gesagt an die türkische Riviera. Wir sind jetzt in Fethiye und haben den Ort schon mal ausgecheckt nach Parkplätzen. Ist gar nicht so leicht, ganz schön busy da alles. Also ganz schönes Verkehrschaos in der Stadt. Und haben uns jetzt hier am Rand erstmal so einen kleinen Parkplatz gesucht für die Nacht. Wollten ja eigentlich noch baden gehen, aber es ist halt außerhalb der Saison und leider ist hier auch alles eingezäunt und zu. Also selbst die Bezahlstrände sind halt dicht. Und man kommt leider auch nicht so rauf. Freudige Nachrichten, wir haben doch noch einen nicht abgesperrten Badestrand gefunden. Und das Wasser sieht richtig gut aus. Und es ist auch voll warm. Also wenn man so die ganze Zeit in den Bergen immer so war und aus dieser Hochebenen kommt, wo es ja auch schon mal Frost war und ist das total ungewohnt, jetzt hier wieder in T-Shirt rumzulaufen. Das ist auch voll die Urlaubsreaktion hier, das merkt man auch gleich. Nach etwas Recherche und ein paar Tipps finden wir am anderen Ende von Fethiye einen kostenlosen Stellplatz, auf dem wir unser Auto abstellen können. Dafür müssen wir aber erst einmal wieder durch die Werft und anschließend durch die Stadt. Dort leben etwa 85.000 Menschen und gefühlt liegen dort genauso viele Boote. Es reiht sich dort Marina an Marina. Bis dato wussten wir noch nicht, dass die Region Fethiye unter Seglern sehr beliebt ist, was aber aufgrund der zahlreichen Buchten, Strände und dem türkisblauen Wasser durchaus verständlich ist. Wir sind jetzt in der Marina. Wir haben unseren Captain bereits getroffen. Ahmed? Ahmed ist unser Captain. Der ist halt ganz lange auch schon zur See gefahren, hat also sehr viel Erfahrung. Wir sind schon ganz gespannt. Hast du aber auch mit YouTube gelernt? Genau, ja, das hat er uns erzählt. Also er ist richtig mit der Marine halt zur See gefahren und hat aber so das Segeln hat er sich auch so durch YouTube beigebracht, weil er hat uns gefragt, ob wir schon Erfahrung haben. Und wir haben gesagt, naja, bisher haben wir nur YouTube-Videos geguckt und wir wollen halt mal gucken, ob das jetzt was für uns ist. Ist ja auch so. Also so, wir waren zwar schon mal einmal auf dem Segelboot mal mitsegeln, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und ja, sind jetzt mal gespannt. Das sieht hier ziemlich cool aus. Also so, das ist eine Bavarian, das Boot. Und die ist 10 Meter lang, so circa. Was hier an Platz ist, so, das ist schon also ganz ungewohnt, wenn man so das auf dem Camper kennt. So mit unseren 3,90 Meter, die wir als Wohnraum haben hinten im Koffer, ist das hier ein ganz anderes Gefühl. Oh, ja, hier ist unsere Koje. Sehr gemütlich. Ordentlich Stauraum, ne? Auf jeden Fall. Wir haben auch viel Zeug dabei. Ja, wir sind nämlich für die Verpflegung verantwortlich, deswegen mussten wir halt ein bisschen einkaufen. Ich glaube, wir haben übertrieben, weil wir sind ja nur 3 Leute. Wir haben wahrscheinlich für 6 eingekauft. Nicht mal eine Woche, wir haben wahrscheinlich für 6 Leute für 3 Wochen eingekauft. Aber ja. Ganz so schlimm. Nein.
Und erste Nacht an Bord, können wir uns das vorstellen? Es war ein Sturm, es war Gewitter und es hat die ganze Nacht richtig doll geregnet, es hat geblitzt, es hat gedonnert. Also das Boot hat nicht geschaukelt, also Nee, wir nur sind- einmal ganz kurz, aber ansonsten war es ziemlich cool. Ja. Ja, wir wollten ja gestern eigentlich rausfahren und in eine andere Bucht. Sind auch ein Stück rausgefahren, aber der Wind war halt so böig, dass wir dann irgendwann umdrehen mussten. Also interessanterweise muss ich sagen, ich hatte ein klein bisschen Angst schon, als wir also hatte das Steuerrad und dann wurden die Wellen halt immer so größer, haben so von hinten ein bisschen geschoben, der Wind auf der Seite und hat das Boot so schräg gedreht und dann hat er sich so seitlich in den Wind reingedreht, hat sich richtig zur Seite geneigt. War schon echt was mulmiges Gefühl. Und ich saß da und habe mich gefreut. So, Also sie saß da, hat sich gefreut. Ja, das war ich. Also normalerweise bin ich ja eigentlich der glaube ich, weniger Angst hat. Aber bei der ersten Böe war ich auch am Steuer und Ja. da hast du mich auch ganz, ganz verwirrt angeguckt. So, was? Es hat schon Spaß gemacht, aber Ja. ich war auch gar nicht so traurig, als der Captain dann sagte, ja, wir sollten vielleicht lieber zurückfahren, wir kommen nicht in die Bucht, ist zu windig. Er meinte halt auch, er hat nachher das ein bisschen mehr alleine gemacht, weil es war mit der Kommunikation ein bisschen schwierig und wir wussten ja auch noch nicht, war das erste Mal, was wir dann so richtig machen sollten, also wir waren keine große Hilfe. Und er meinte auch, na, wir drehen halt besser um. Ja, und dann sind wir in der Bucht, wo halt nicht so viel Wind war, sind wir dann ein paar Mal Hinterher gekreuzt, haben das noch ein bisschen geübt und sind dann halt aber abends wieder zurück in den Hafen gefahren. War, glaube ich, auch ganz gute Entscheidung, weil über Nacht tobte dann so ein bisschen Sturm durch und Gewitter und Regen. Hat, glaube ich, die ganze Nacht durchgeregnet. Und ja, aber wir haben trotzdem sehr gut geschlafen. Also war ein bisschen ungewohnt. Es ist wesentlich lauter als im Van, haben wir festgestellt, wenn der Regen raufprasselt. Ja, und wir haben auch nicht zugezogen. Also es war dann halt auch taghell hier drin, als es dann geblitzt hat. Aber war schon schön. Und ja, auch das Raumgefühl hier, das ist unglaublich. Da sind wir immer noch total baff, wenn man hier so durchläuft und man hat einen eigenen Raum, man kann Türen zumachen und das ist schon eine ganz andere Welt, muss ich sagen. Aber ist cool. Also bisher gefällt uns das sehr gut. Mal gucken. Jetzt ist die Ruhe nach dem Sturm gerade draußen. Ja, aber es ist schönes Wetter und vielleicht ist vor der Bucht halt ein bisschen Wind. Also eigentlich ist so angesagt, wir wollen dann rausfahren und mal gucken und dann werden wir wahrscheinlich heute Nacht irgendwo vor Anker liegen. Ja, genau. Wir haben jetzt Frühstück gegessen, machen gerade den Abwasch noch ein bisschen und dann wird klar Schiff gemacht und dann geht's wieder Decke raus. geschrubbt wurde schon. Und dann geht's wieder raus. Kennst du Seefahrerlieder? Ja, Nacht Nummer 2 ist vorbei. Diesmal war es ruhiger. Ja, also Logbucheintrag Nummer 3.
Ja, wir haben jetzt waren gestern auch wieder draußen, war auch eine ganz coole Erfahrung, aber halt auch wieder nur so Leichtwind, wechselnde Bedingungen. Und ja, also Aber es war trotzdem schön, um das mal alles so ganz langsam zu üben, halt auch mit den ganzen, Ja. also es ist ja wahnsinnig viel, was man da machen muss. Ich glaube, es hat sich jemand ein bisschen leichter vorgestellt. Ja, also ich glaube, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also dadurch, dass ich ja so vom Windsurfen halt komme, aber Windsurfen ist doch ein bisschen einfacher, gerade was so Segeltrimmen und so angeht. Beim Windsurfen hat man so eine Stellschraube, das ist halt am Baum, wo man das Segel ein bisschen bauchiger machen kann. Und hier mit der Genua, das Hauptsegel und den ganzen Einstellmöglichkeiten ist halt doch ein bisschen mehr dran, als ich anfangs dachte, muss ich wirklich zugeben. Ja, aber er hat auch gesagt, also es ist alles Übung. Also Ist halt auch Erfahrung, wie man die Segel dann nachher trimmt, bei welcher Windrichtung, und das wird dann halt nachher auch die Erfahrung so ein bisschen mitbringen und ein gewisses Verständnis, denke ich, ist bei uns beiden da. Hat auch richtig Spaß gemacht. Also wir haben auch einmal uns richtig erschrocken, haben wir schön 360er hingelegt. Also ja, aber es war halt zu wenig Wind und dann einmal war Windschwung. mit dem Steuer so zu weit rum und dann fing er halt an, so ein bisschen rumzudriften. Dann hat der Wind den Rest gemacht und dann hat er uns einmal wirklich so einen schönen 360er haben wir so hingelegt mit dem Segelboot. Aber ist ganz interessant gewesen, das mal so zu erleben. Ja, heute sieht es auch nicht so gut aus. So mit Wind. Also es Mit sieht Wind. total gut aus. Es ist wirklich Sonnenschein. Aber Ja, genau, wettermäßig ist natürlich schön, da können wir uns nicht beklagen. Aber zum Segeln ist es nicht so gut. Und mal schauen, vielleicht werden wir heute Abend dann schon vom Bord gehen, so der Plan. Also, aber es wird nicht das letzte Mal definitiv sein, dass wir auf dem Segelboot sind. Ich glaube auch nicht. Das hat richtig Spaß gemacht. Oder macht es immer noch. Logbucheintrag Tag 4. Also wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Wir haben das Schiff verlassen. Ja, also heute ist wirklich gar kein Wind. Also es war auch wirklich totale Flaute angesagt. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir dann gestern Abend noch zurückgefahren sind zum Fahrzeug. Ja, weil die Aussicht auf Wind jetzt nicht gut ist. Also die nächsten Tage ist wirklich kein Wind mehr. Und deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, halt vom Bord wieder zu gehen. Was uns ein bisschen schwer fiel, weil das ziemlich cool war. Unser Captain war schon ziemlich cool drauf. Der war ja schon 70 Jahre. Ja. Aber der war so fit, das ist unglaublich. Also so möchte ich mit 70 auch noch so fit sein. Ja, und er war halt total nett und total lieb und hat uns alles ganz in Ruhe gezeigt. Und es war eine schöne Zeit. Und dann waren wir gestern Abend dann nochmal zusammen essen. Das war auch sehr lieb. Ja. Eigentlich wollten wir ihn einladen, aber das hat er irgendwie nicht zugelassen. Ja. Und also es war wirklich eine schöne Zeit. Und richtig mega Spaß gemacht. Also wir sind voll angefixt. Das macht uns richtig Spaß mit dem Segel. Und ja, werden wir jetzt auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Also das steht fest. Ja. Werden wir mal sehen, wie es läuft. Genau, es wird spannend, glaube ich. Ja, und dann gestern Abend, nachdem wir essen waren, hat dann unser Captain uns hier wieder zurückgebracht und er bestand auch drauf, bis uns vor das Auto zu fahren. Und er hat extra gefragt, wo ist denn eure Tür? Ich fahre euch vor eure Tür. Und es regnete halt recht stark und ich wollte ihm das irgendwie begreiflich machen, dass es ja so matschig da ist. Aber ja, er fährt davor und er lässt uns raus, wir packen unsere Sachen um und fährt los und fährt sich natürlich hinter uns fest. Und dann müssten wir im strömenden Regen gestern, erst haben wir es noch mit Schieben versucht, es hat alles nichts gebracht, er saß total fest. Ja, also waren halt so richtig Lunken. Ja. Und dann mussten wir ihn rausziehen. Ja, war ja auch nicht weiter schlimm. Hat zum Glück alles geklappt, ist eben kaputt gegangen und dann ist er wieder heile zurück auf sein Boot gekommen. Ja, aber schön, dass es auch genau währenddessen angefangen hat zu regnen, also so richtig doll. Ja, und jetzt geht's für uns weiter Richtung Izmir nochmal hoch. Genau, da. Dann in den nächsten Tagen, denke ich, schon nach Griechenland. So ist der Plan. Genau. Ja. Ich denke auch. Und dann mal schauen, ob wir da auf die Berge kommen. Ja, das werden wir dann sehen. Kalt, ne? Ja, ist frisch hier in Griechenland. Ja, wir sind gestern über die Grenze gefahren, von der Türkei nach Griechenland. Und ja, hat eigentlich problemlos geklappt, ne? Also wir sind in Uppsala, also bei Uppsala über die Grenze und wir haben auf der türkischen Seite fast 2 Stunden gewartet. Das lag aber, glaube ich, bloß daran, dass da so viel los war. Die Abfertigung an sich hat nur wenige Sekunden gedauert. Als der Grenzer dann gemerkt hat, dass wir kein Türkisch sprechen und er kein Englisch, also er hat uns noch irgendwas gefragt, aber dann hat er uns einfach durchgewunken. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ob wir alle Strafzettel bezahlt haben. Ja, kann sein. Glaube ich. Und ich habe mit den Achseln gezuckt und dann hat er uns durchgewunken. Also war total easy mal wieder. Ja. Ja, und sonst, Türkei hat uns eigentlich ziemlich gut gefallen. Anfang war ja ein bisschen, war nicht so
cooler Start, aber dann nachher wurde es immer nur besser. War richtig schön, hat uns echt Spaß gemacht, auch so quer durchs Land zu düsen. Ja, es ist ja auch ein wahnsinnig abwechslungsreiches Land. Also es ist ja von Vulkankratern an die Küste, also es war der Wahnsinn. Ja, auch so die Mentalität der Menschen ändert sich richtig stark. Also da merkt man so richtig so diese Differenz zwischen Osten der Türkei und Westen. Sieht man schon so bei ganz ich fand auch so ganz banale Sachen, so wie Supermärkte. Ja. Im Osten gab es sowas gar nicht. Da gab es halt wirklich nur diese kleinen Läden, wo man sich alles zusammensuchen musste. Da musste man zum Bäcker und so dies und das. Ist irgendwie cool, hat Charme, mögen wir eigentlich gerne. Und dann weiter so ab Kappadokien, glaube ich, kann man so die Grenze ziehen. Da wurde es dann alles wieder ein bisschen größer, ein bisschen touristischer und auch man hatte normale Läden. Aber die Menschen waren trotzdem noch genauso freundlich. Also auch in den Touristengebieten waren die alle so herzlich. Das war wirklich schön. Ja, das stimmt. Also das ist ja sonst oft so in ländlichen Regionen sind die Menschen unserer Erfahrung nach sowieso oft ein bisschen herzlicher und offener als so in Städten. Aber in der Türkei ist das irgendwie so durchweg. Ja. Die Türken sind einfach irgendwie ziemlich offen, freundlich, gerade so zu Touristen. Da hat man, glaube ich, immer noch mal so einen Touristenbonus. So kam uns das so zumindest vor. Auch so, wenn wir mal mit Einheimischen erzählt haben, die haben uns das auch immer so erzählt. Ja, das ist halt sehr wichtig, dass auch Touristen sich wohlfühlen und die wollen ihr Land von der besten Seite zeigen. Und ja, das Gefühl hatten wir auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und Kappadokien war echt cool. Also wir waren anfangs super skeptisch. Ja. Wir wären fast schon dran vorbeigefahren, weil das immer so gehypt wird, aber wir wollten uns das angucken. Und es hat sich gelohnt. Also nicht nur wegen den Ballons, sondern auch wegen dieser ganzen Natur, da wegen diesen Feenkaminen und diese ganze Natur ist total atemberaubend und man kann sich da frei bewegen. Also es ist, man kann da überall lang wandern und auch in diese Feenkamine rein. Auch so Höhlen, die man entdecken kann. Also das war schon sehr abenteuerlich. Ja, auch in dieser Untergrundstadt. Also da war nichts abgesperrt, man konnte einfach überall reinkrabbeln. So Indiana Jones mäßig war das. Man konnte wirklich sich so überall in diese kleinen Gänge rein und hat uns voll Spaß gemacht. Also würden wir auch wieder hinfahren. Das war echt cool. Also viel besser, als wir es uns vorgestellt haben anfangs. Ja, eigentlich wollten wir dann ja auch noch klettern und so. Also wir hatten da ganz viele Kletterspots-Empfehlungen noch und dann kam ja aber das Segeln dazwischen und dann sind wir... Ja, auch der See. Wir hatten uns so auf der Karte schon ein paar Punkte gesteckt, die wir noch anfahren wollten. Das haben wir dann alles ein bisschen übersprungen wegen dem Segeln, was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Und ja, deswegen ging das jetzt hier alles irgendwie doch schneller als gedacht in der Türkei. Eigentlich dachten wir bleiben hier so 2 bis 3 Monate. Jetzt ist es 1 Monat geworden. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen vor, deswegen ging es jetzt schneller als erwartet für uns weiter. Am letzten Abend saßen wir dann auch noch mit ein paar Türken zusammen, hatten einen richtig tollen Abend und haben ganz viele interessante Sachen erfahren. Ja, also die haben auch Deutsch gesprochen, also das war dann sehr einfach mit der Kommunikation. Ja. Und dann konnte man mal so Sachen fragen. Wie das so mit dem Verkehr die hier uns so aufgefallen sind. Zum Beispiel der Verkehr ist halt schon ziemlich gewöhnungsbedürftig. Die Straßen sind halt wirklich top hier. Die großen Hauptstraßen. Die großen Hauptstraßen sind wirklich gut. Und so auch auf Autobahnen, so ganz häufig hatten wir dann Leute, die dann so rückwärts mit Warnblinker gefahren sind. Oder auch mal so als Geisterfahrer auf der Standspur. Und ja, das ist hier halt ganz normal. Ja, also hier wird nicht abgefahren, dann erst die nächste Abfahrt, sondern einfach Warnblinker an und rückwärts zurück. Das gehört sich so. Ja, auch so das bisschen Geeier auf den Straßen. Also der Fahrstil ist schon, auch geblinkt wird natürlich auch nicht, der ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir sind ja anpassungsfähig. Ja, aber auch so ganz interessante Sachen haben wir dann mal erzählt, so Alltagssachen, das war ganz cool. Hier gibt es halt kaum Briefkästen, ist uns halt auch schon mal so aufgefallen und hier wird alles digital gemacht. Also alle Behördengänge, auch mit Autozulassung, die haben für Krankenakte ist digital, die haben halt eine App. Und darüber kriegen sie ihre ganzen Informationen, können die Informationen abrufen und deswegen gibt es eigentlich kaum Briefe. Und wenn halt Pakete oder Briefe sind, das wird alles halt mit Telefon vereinbart, Termine zur Übergabe. Ja. Das ist schon recht fortschrittlich hier, waren wir echt erstaunt. Ja, auch das mit mit der TÜV-Plakette. Also die TÜV-Plakette ist nur optional, die braucht man nicht, weil alles übers Kennzeichen läuft. Also die Polizei, die prüft halt auch nur das Kennzeichen und dann sehen die, ob das Auto TÜV hat. Das wird in der Datenbank eingetragen und dann kann das abgerufen werden von der Polizei und du selber kannst die Daten auch abrufen. Ist schon alles ziemlich gut durchdacht hier, also da kann man noch einiges von lernen. Wir waren vermutlich auch nicht das letzte Mal in der Türkei, aber jetzt geht es erstmal weiter nach Thessaloniki.